Willkommen zum 8. Teil vom Türkischen Marsch und in diesem Video machen wir weiter mit Läufen, wie angekündigt. Ja, also es ist aber deutlich einfacher zu merken. Es geht um diese Sache hier. Ja, und das wird dann nochmal wiederholt mit einem Ende. Und das war es eigentlich schon. Also eigentlich geht es um die Tonleiter A-Dur. Natürlich kommt auch hier noch eine linke Hand dazu. Also ihr startet mit dem kleinen Finger hier auf dem E. Und vom E geht es die A-Dur-Tonleiter runter bis zum A, bis zum Grundton. E, D, Cis, H, A. Und das A ist gleichzeitig Startschuss für die A-Dur-Tonleiter einmal aufwärts. Das ist das A, H, Cis, D, E, Fis, Gis, A. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger untersetzen. Und zwar, wenn der Mittelfinger spielt, jetzt. Jetzt, ne? Mit dem Anschlag geht der Daumen schon hier runter aufs D. Ne, der Daumen ist bereits parat. A-Dur-Tonleiter, ja, ist immer gut zu üben. Ja, das ist der zweite Überabschnitt, also beide zusammen. Das sind die ersten beiden Überabschnitte. So, Achtung, es geht weiter. Wir spielen das A nochmal, wechseln allerdings auf dem Ringfinger, zumindest ist das meine Empfehlung. Und dann spielen wir A bis E. Das ist A, Gis, Fis, E. Das ist der dritte Überabschnitt. Achtung, das E wird auch nochmal angeschlagen, diesmal mit dem kleinen Finger. Und von da an geht es wieder bis zum A runter. Also der Lauf abwärts ist quasi, guck hier, Ringfinger, A, Gis, Fis, E, nochmal E. Ja, man kann auch einen anderen Fingersatz nehmen, aber es bietet sich an, genau da zu wechseln bei dem Ton, der zweimal angeschlagen wird. Es ist immer cooler, einen anderen Finger zu nehmen, wenn man einen Ton nochmal anspielt. Nicht immer, aber meistens. So, das wären beide Abschnitte zusammen mal zum Üben. Im Idealfall klingt es so, als käme es aus einem Guss. Yeah. So, pass auf, wenn du das kannst, vorher noch eine andere Sache. Und, also wir gehen wieder ein bisschen zurück, die Tonleiter hoch. Ja. Das mal wechseln. Üben, ne? Wiederholen. A mit dem 5. Finger, A mit dem Ringfinger. Und dann mal die Tonleiter hoch und runter, und zwar hoch ohne Unterbrechung. Jetzt wiederholen, wiederholen. Ja, das A und das E wird wiederholt. Yeah. So, bis dahin mal alles zusammen mit dem Anfang noch, mit den ersten 4 Tönen. Bis dahin. So, und jetzt gehen wir die A-Dur-Tonleiter an dieser Stelle wieder hoch. Allerdings so, dass wir mit dem Daumen das A spielen können. Das ist Daumen, also A, H, Cis. Jetzt hier untersetzen. Daumen mit dem D. Achtung, nach dem Gis mit dem Ringfinger spielt der Daumen das A. Damit wir nämlich noch mit dem das A ist spielen können, mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger das H. Dann geht die ganze Tonleiter hoch. Und übrigens die letzten beiden werden doppelt so lang gespielt wie die Töne davor. Dam, 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 dam. Die sind länger, ne? Dam, 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 dam.
Ja, und vom Prinzip her war es das schon. Also jetzt mal alles zusammen. Das wird wiederholt. Ja, Entschuldigung. Bis dahin, das ist die Wiederholung. Und dann haben wir am Ende ja, wir haben eigentlich immer am Ende eines Teils ja, so einen kleinen Schluss, ne? Das ist ja wirklich, das könnte auch der Schluss eines Liedes sein, ne? So, das sind die Töne Cis, E, A, Cis, jetzt mit dem Ringfinger. Ja, bis dahin erstmal. Nämlich hier mit dem Mittelfinger, kleiner Finger, Daumen, Ringfinger. Und dann die zweite Hälfte. Also H mit dem dritten Finger, D mit dem kleinen Finger, Gis mit dem zweiten Finger, H mit dem vierten Finger und das A mit dem dritten Finger, Mittelfinger. Entschuldigung. So, und das auch auf Tempo bringen. Ja. Noch ganz oft wiederholen, mehr als ich das jetzt gemacht habe. So, dann alles zusammen. Das ist der gesamte Lauf des heutigen Videos. Ja, also kann noch ein bisschen schneller gespielt werden. Also wiederholt das schön alles ordentlich, aber du siehst, es war deutlich einfacher als der letzte Lauf, als der letzte Teil. Und im nächsten Video bringen wir dann noch hier auch wieder ähnliche Akkorde wie davor im Teil dazu. Ja, das machen wir im nächsten Video. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.